Regelmäßige, zeitnahe Betriebssystem- und Software-Updates sind ein absolutes Muss für einen sicheren Rechner. Ich möchte also nun nach der Inbetriebnahme meines Mac Air M1 dafür sorgen, dass er auf dem aktuellen Stand und damit sicher ist. Hallo und herzlich willkommen zum Selbstversuch Windows-User trifft auf Mac Air M1. Mein Name ist Arno Burger. Apple steht zwar in dem Ruf, die sicherere Hard- und Software zu produzieren, aber auch für einen Mac ist ein aktueller Softwarestand notwendig, um sicher zu sein. Ich habe also meinen Mac gestartet und habe hier unten das sogenannte Dock, ein bisschen ähnlich wie die Taskleiste bei Windows. Und wenn ich mir hier die Symbole so ein bisschen durchschaue, dann finde ich etwas, was sich ähnlich wie Systemsteuerung anhört, nämlich Systemeinstellungen. Und das Symbol entspricht auch dem am iPhone. Also ich bin relativ sicher, dass ich hier finde, was ich brauche. Und es steht auch schon eine rote 1 da, also wahrscheinlich sogar der Hinweis darauf, dass ich was tun soll, nämlich vermutlich ein Update installieren. Ich klicke da mal drauf und habe jetzt hier Software-Updates und wähle das aus. Er sucht jetzt erstmal nach Software-Updates und zeigt mir dann an, ob es welche gibt. Und ihr seht hier, das Software-Update heißt macOS Monterey, also macOS steht für Mac Operating System, also Mac-Betriebssystem. Und am Mac ist es üblich, dass die Betriebssystemversionen mit einem Namen bezeichnet werden, also nicht so wie bei Windows 10, wo das dann Windows 10 20 H2 oder was auch immer heißt, sondern hier gibt es einen richtigen Namen. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ich kann mir dann hier auch weitere Informationen zu diesem Betriebssystem suchen und sehe, hier gibt es aber auch andere Updates, die verfügbar sind. Da schaue ich mal nach in die weiteren Infos und sehe jetzt, hier gibt es ein Update für macOS Big Sur. Das ist die Vorgängerversion von der Version, die wir hier installieren wollen, Monterey. Und dann sehe ich, gibt es hier auch noch zwei weitere Software-Updates. Ich würde jetzt allerdings erstmal sozusagen das neue macOS-Betriebssystem installieren und dann schauen, was an anderen Programmen noch installiert werden muss. Und ich sehe hier auch schon, ich kann meinen Mac auch automatisch aktualisieren. Aber jetzt gehe ich erstmal auf Jetzt aktualisieren. Jetzt werden die Updates geladen und das hängt jetzt natürlich sehr von meiner Internetverbindungsgeschwindigkeit ab und natürlich auch von der Größe der Dateien, die heruntergeladen werden sollen. Das sind 12,1 Gigabyte. Das wird also einige Zeit dauern. Ob es jetzt wirklich 4 Stunden dauert, weiß ich noch nicht. Aber das erspare ich euch, da überspringe ich dann gleich. Aber zunächst hier noch, ich kann also meinen Mac auch automatisch aktualisieren. Und dazu gibt es weitere Optionen. Diese weiteren Optionen, die beziehen sich auf das Mac automatisch aktualisieren. Und wenn ich da mal reinschaue, dann kann ich also dafür sorgen, dass hier automatisch nach Updates gesucht wird, dass sie auch gleich heruntergeladen werden. Dann muss ich eben nicht 4 Stunden warten wie jetzt. Dann läuft dieses Herunterladen im Hintergrund. Das ist eigentlich auch ganz sinnvoll. Dabei wird aber unter Umständen natürlich dann die Internetverbindung langsamer. Wenn ich gerade in einem Meeting bin und der lädt die 12 Gigabyte runter, dann ist das auch nicht ganz ideal. Also da muss man immer ein bisschen abwägen. Und ich habe die Möglichkeit hier auch gleich macOS Updates zu installieren, also automatisch. Da bin ich eher so, ich freue mich, wenn die runtergeladen werden, aber den Update-Zeitpunkt, den bestimme ich gerne selber. Deshalb würde ich das ausgeschaltet lassen. Und ich könnte auch noch Mac-Updates aus dem App Store installieren. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, weil dann wird auch Safari im Hintergrund installiert und andere Programme wie Camtasia, was ich installiert habe. Und dafür muss ich jetzt also mein Passwort eingeben. Und Systemdateien und Sicherheitsupdates kann ich auch automatisch aktualisieren. Also das gefällt mir jetzt so ganz gut. Ich bestätige mit OK. Hier ist jetzt auch eingeschaltet, dass das in Zukunft automatisch passiert. Genau, und wenn euch das Video gefällt, hinterlasst mir gerne ein Like. Und wenn ihr mehr über diesen Selbstversuch wissen wollt, abonniert auch gerne den Kanal und schaltet die Glocke ein. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, das Update ist also nun abgeschlossen, beziehungsweise das Herunterladen ist abgeschlossen und jetzt fahre ich hier fort. Ich akzeptiere den Softwarelizenzvertrag
und darf den nochmal akzeptieren und mit fortfahren und nochmal das Passwort. Wird jetzt installiert. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Bis gleich. So, die Installation geht also jetzt dem Ende zu. Sie hat ungefähr 11,5 Minuten gedauert. Finde ich, ist ganz okay für so ein Komplett-Update vom Betriebssystem. Und ich starte jetzt den Rechner mal neu. So, nochmal 22 Minuten später und eine Entscheidung zu Analysedaten und neues Aktivieren von Zugriffen von Camtasia auf bestimmte Funktionen bin ich also nun wieder da und mein Mac ist jetzt auf dem neuesten Stand mit macOS Monterey 12.2 und wird, wenn ich das richtig sehe, in Zukunft automatisch aktualisiert. Ich möchte euch noch 2 kleine Einstellungen zeigen, die ich vorgenommen habe für die Videos, die euch vielleicht interessieren. Und zwar hier in den Systemeinstellungen habe ich für die Dock- und die Menüleiste, also die Dock-Leiste oder das Dock ist das hier unten und die Menüleiste ist hier oben, habe ich eingestellt, dass das Dock automatisch ein- und ausgeblendet wird, weil das ja den Bildschirm überlappt, nicht wie bei Windows die Taskleiste, die unten sozusagen ihren eigenen Platz hat. Deshalb fand ich das ganz sinnvoll, die hier auszublenden. Und dann die Menüleiste eben, dass die auch automatisch ein- und ausgeblendet wird. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt eine Idee, wie das jetzt bei euch mit der Installation von größeren Updates auf eurem Mac ist. Also ein bisschen Zeit sollte man schon einplanen, aber es funktioniert im Prinzip reibungslos. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.